Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Bosch Universal Pump 18 Volt an. Da sind wir gerade beim Auspacken. Dann schauen wir uns gleich an, wie er ausschaut, was alles dabei ist, was alles drinnen ist und was nicht. Und ja, da habe ich seitlich auch gemacht, weil ja, ist ja allein ein Testobjekt. Und da schauen wir uns gleich an, was drinnen ist. Machen wir gleich auf, ja, die Pumpe selbst oder der Kompressor selbst. Und dann hat man noch die Bedienungsanleitung und solche Sachen, also nichts Besonderes, Standardkram. Ja, wir sehen uns gleich bei den Tests. Schauen wir uns die wichtigsten Dinge an. Wie ihr sehen könnt, die Universal Pump 18 Volt, 10,3 Bar Maximum, 5 Minuten an, 5 Minuten aus. Made in China und was wichtig ist, Robert Bosch, bla bla bla. Ja, dann seht ihr es da, analoge Druckanzeige. Da vorne befindet sich die LED, die wirklich nicht schlecht ist. Unten habt ihr dann die verschiedenen Adapter, die ihr verwenden könnt, falls ihr sie mal braucht, fürs Fahrrad, für andere Sachen. Dann habt ihr einen Druckluftschlauch, dann habt ihr es oben so an, wie sagt man, so eine Sicherung, dass man den Kompressor nicht immer betätigen kann. Da seht ihr die Maße, ungefähr 20 cm oben lang, unten ist etwas kürzer, 17 und maximal 23 ungefähr, also wirklich relativ kompakt. Da schauen wir uns nun den Akkutest an. Ich habe ihn abgeändert zum AEG-Video, weil ich doch der Meinung bin, dass wir es lieber so machen und schauen, weil es auch für mich leichter, muss ich ehrlich sagen, schauen, wie er im Leerlauf sich schlägt. Also im Leerlauf, der tut er trotzdem pumpen, aber natürlich nicht, wie viele Reifen es schafft. Das hängt ja immer davon ab, wie viel man eben oder wie groß der Reifen ist, wie hoch der Ausgangsdruck ist und wo man hin will. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das so vielleicht besser ist, weil man hat ja die Leistung gesehen und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel Leistung man pro Minute dann herausbekommt. Also von den Leistungspunkten her, und deswegen mache ich es jetzt so, dass ich ihn einfach im Leerlauf laufen lasse und dann schauen wir, welche Zeit er eben schafft. Das ist mit einem 3AH Akku, da schafft er 28 Minuten und 57 Sekunden, also 29 Minuten fast, was absolut ein guter Wert ist. Und ja. Kommen wir nun zur Vergleichstabelle. Hier, wie ihr sehen könnt, also kein Vergleich, die beiden Akkukompressoren AEG und Bosch, habt ihr gesehen, 3 Minuten 10 und 4 Minuten 37, um die 3,5 Bar zu erreichen. Sehr viel schneller als der Rest. Der AEG ist normal, muss man sagen, der schafft es in 2/3 der Zeit, was der Bosch schafft. Das ist nochmal ein großer Unterschied, aber auch der Bosch legt sich gut, muss man sagen. Beim Gewicht sind der AEG und der Bosch, die beiden Akkukompressoren, sehr ähnlich. Beide haben eben nicht die Hochvolumenfunktion wie der Black & Decker, deswegen sind sie auch leichter und kompakter, aber sehr nah beim Gewicht gibt es eigentlich keinen großartigen Unterschied.
Beim Preis ist natürlich der Bosch sehr attraktiv, weil er eben die Akkufunktion hat, somit eine unlimitierte Reichweite und ja, kostet halt fast die Hälfte vom AEG, bietet aber wirklich sehr viel für das Geld, bis eben auf die Feststelltaste, dass man und den Funktion zum Einstellen vom Enddruck. Bei der Reichweite gibt es nicht viel zum sagen. Akkukompressoren bekommen von mir immer 100 Punkte, weil man eben überall hinkommt mit denen. Und ja, bei der Lautstärke schlägt sich der Bosch Kompressor sehr gut. 10 Dezibel leiser als der AEG, ungefähr gleich laut wie der Black & Decker und die Oasa, aber deutlich mehr Leistung. Das ist wirklich ein super Wert. Aber das ist bei 60 cm, habe ich es immer angenommen. Aber durch das, dass man keine Feststelltaste hat, muss man eben sehr viel näher am Kompressor sein, was die Lautstärke dann wieder deutlich erhöht. Weil man eben viel näher zum Kompressor ist und man sich eben bücken muss, um den Kompressor zu betätigen, ist halt die Lautstärke, die ich gemessen habe, jetzt bei 60 cm nicht 100% richtig, weil man eben viel näher ist. Und deswegen ist es halt eher ein Nachteil, auch dann, weil bei 20 cm ist er auch so laut wie der AEG bei 60. Kommen wir zum Rang der Kompressoren. Hat der Bosch den AEG geschlagen? Nein, hat er nicht. Viel hat ihm nicht gefehlt. Eben, was sind die größten Unterschiede? Der Preis ist sehr groß, der Unterschied zwischen dem Bosch und dem AEG für Bosch. Leistung ist ganz klar AEG. Gewicht seien sie gleich auf. Lautstärke ganz klar. Oder nicht einmal so klar, eigentlich ist Bosch viel leiser, aber beim Anwenden ist er doch laut, weil man viel näher sein muss. Reichweite beide und die Gesamtpunkte seht ihr ja knapp was, aber wir haben keinen neuen ersten Platz. Kommen wir nun zum Fazit. Wir starten gleich mit dem Negativen. Die Feststelltaste ist der größte Nachteil. Heißt, es gibt keine Einrasttaste, sondern man muss einfach ständig den Kompressor halten und man hat halt keinen einstellbaren Vordruck oder Maximaldruck. Und das finde ich wirklich, ja, bei so einem Akkukompressor, ja, weiß ich nicht so gut, muss ich sagen. Da gefällt mir der AEG deutlich besser. Und ja, die ganze Zeit festhalten, das ist und dann den Druck nicht einstellen, aber ich finde das wirklich, er ist wirklich nicht schlecht. Guter Kompressor, Pumpleistung deutlich besser als der Einhell 12 Volt oder der Black & Decker. Er ist weit weg vom AEG, aber dafür ist er leiser. Und ja, er ist wirklich eigentlich, also er gefällt mir gut. Würde man die Sachen alle einstellen können, wäre sogar sehr gut für mich. Aber so die ganze Zeit den Knopf halten oder die Taste halten, für mich ist das nichts. Ich weiß nicht, das muss jeder selbst entscheiden, aber der Kompressor selber, wenn im Bosch Grünsystem ist, hat ja keine andere Wahl, es gibt allein den, kann man eigentlich empfehlen, wenn man über das hinwegsehen kann. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus und ciao.